Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Die wundervolle Spargelzeit haben wir jetzt. Und es ist so ein köstliches Gemüse, ein Königsgemüse. Kaisergemüse heißt es eigentlich, der Spargel. Und wir machen uns heute eine Spargellasagne. Den klassischen Spargel haben wir ja schon einmal gemacht. Den wird uns der Günther noch einmal verlinken mit der Sauce Hollandaise, wenn man das selber macht. Aber man kann natürlich aus Spargel viele andere Gerichte auch zaubern. Und eben wir machen diese Spargellasagne heute. Was man dazu alles braucht, seht ihr zuerst einmal auf der Zutatenliste und dann geht es weiter. Den Spargel müssen wir uns natürlich zuerst ein bisschen vorkochen. Wir werden den nur 10 Minuten in Wasser kochen. Der weiße ist ein bisschen dicker, da haben wir einen schönen Marchfelder Spargel, der ist natürlich ein bisschen dicker. Und den habe ich mir schon geschält. Beim Spargelschälen wirklich gut aufpassen, immer überlappend schälen, damit man keine Fäden drin hat. Diese Zahnseide, sage ich, aber die ist nicht gut beim Essen. Zuerst kochen wir uns einmal den weißen Spargel und wir haben einen grünen Spargel auch. Der ist auch wunderbar. Ich mag den schon mal ganz gern wegen der Farbe dazu in so einem Gericht. Dann ist nicht gar so langweilig die Farbe. Aber der weiße braucht natürlich ein bisschen länger als der grüne. Deshalb werden wir den jetzt einmal so 7-8 Minuten kochen und dann geben wir erst den grünen dazu. Zu beachten ist bitte, dieses Spargelwasser nicht zu viel zu salzen, nur in diesem Falle bitte, weil wir werden dieses Spargelwasser, das ja dann eigentlich ein Fond ist, weil wenn man irgendein Gemüse oder etwas auskocht, dann ist das immer ein Fond. Und den nehmen wir dann zum Aufgießen für unsere Bechamelsoße. Dann hat das noch einmal ein bisschen einen besseren Spargelgeschmack. Also wie gesagt, das kochen wir jetzt mal 8 Minuten und dann geben wir den grünen dazu für weitere 2 Minuten. Unser Spargel ist fertig gekocht und das habe ich mir abgeseit und wie man sieht, vom Spargelfond habe ich mir da was aufgehoben. Spargelfond ist übrigens sehr gesund. Generell Spargel natürlich, der ist sehr harntreibend, wassertreibend und das ist total super gut zum Entschlacken. Für eine Frühjahrskur ist das optimal geeignet. Denselben Topf stelle ich mir wieder auf, da gebe ich mir Butter hinein. Da machen wir jetzt unsere Bechamel. Das lassen wir mal zerlaufen. Jetzt glaube ich, nehme ich gleich den großen Schneebesen. Also die Butter zerlaufen lassen, dann geben wir das Mehl dazu. Und wir haben da so circa 2,5 Löffel Mehl auf unsere Menge. Das rühren wir gleich mit der Butter zusammen. Aufpassen, dass das nicht zu braun wird. Eine Bechamel sollte ja immer schön weiß sein. Das ist jetzt da schön verrührt, wenn man sieht. Und das Ganze gießen wir jetzt mit unserem Spargelfond auf und dabei rühren. Das kocht gleich wieder auf. Da hat man jetzt ein paar Mehlklümpchen drinnen, aber die lösen sich gleich auf. Es duftet so intensiv vom Spargel, also richtig toll. Spargelfond kann man sich natürlich so auch aufheben. Wenn man eine Spargelcremesuppe macht, kann man das auch gut dann noch verwenden zum Aufgießen für die Suppe. Jetzt schalten wir ein bisschen zurück, das Ganze kocht schon. Da geben wir jetzt ein bisschen Sahne dazu. Eine Bechamel macht man ja normal mit Milch, Butter, Mehl und Milch. Aber wir nehmen eben diesen Spargelfond, deshalb geben wir da ein bisschen Sahne dazu noch. Jetzt haben wir ganz eine wunderschöne cremige Bechamel. Das werden wir natürlich würzen, da muss man jetzt aufpassen, weil das Spargelwasser haben wir auch schon gewürzt. Aber ein bisschen was vertrocknet es schon, sonst wird das Ganze sehr fad. Pfeffer aus der Mühle. Und ich gebe da natürlich mein Hex hinein. Ein bisschen Gemüsesuppenwürze. Jeder hat da seine Lieblingssachen. Und
Der sollte man halt immer verwenden. So ein Bio-Suppengewürz, Gemüsesuppengewürz ist ja nichts verkehrt. Das lassen wir noch ein bisschen kochen. Und Muskat geben wir natürlich auch hinein. Den habe ich mir aber nicht hergerichtet. Jetzt einen kleinen Moment. Da nehme ich heute die Muskatblüte. Ist ja ganz egal, was man nimmt. Muskatnuss aufgerieben oder die Blüte. Gut. Da gießen wir noch ein bisschen hinauf, damit wir einfach eine schöne, nicht ganz so dicke Bechamel haben. Das lassen wir jetzt ein paar Minuten verkochen auf kleiner Flamme, dass sich das Mehl einfach ein bisschen verkocht. Für unsere Lasagne nehme ich ganz gerne so eine kleine Auflaufform. 2 bis 3 Personen circa reicht das aus. Gut, unsere Bechamelsoße, die hat jetzt schön sich das Mehl verkocht und mit der beginnen wir zuerst ein bisschen unten auf den Boden der Auflaufform hinein. Und dann fertige Lasagneblätter nehme ich natürlich. Man kann sich die Lasagneblätter natürlich selber auch machen. Wer Lust und Laune hat, macht sich das. Aber es geht halt so recht schnell und ich finde die ganz super. Das Einzige, was immer ist, sie passen halt nicht genau in diese Auflaufform, die man halt gerade verwendet. Aber macht auch nichts. Was nicht passt, wird halt passend gemacht, oder? Heißt's? Gut. Da geben wir noch einmal ein bisschen Bechamel drauf. Wieder ein bisschen verteilen. Und auf diese Schicht Bechamel gebe ich ein bisschen Käse drauf. Entweder Pizzakäse, in meinem Fall ist es ein so Mozzarella-Pizzakäse. Und da geben wir jetzt unseren Spargel hinein. Ein bisschen abwechselnd hineinschlichten. Und das mache ich jetzt 2-3 Mal, bis ich ungefähr so 3/4 voll bin mit der Auflaufform. Und dann geht es wieder weiter. Den Rest der Bechamelsauce auf die letzte Schicht von den Blättern drauf geben, gleichmäßig verteilen. Da geben wir jetzt noch einmal einen Käse drauf und dann geben wir das Ganze ins Backrohr. Das Backrohr habe ich mir schon vorgeheizt auf Heißluft 175 Grad und da lassen wir es einmal für eine halbe Stunde drinnen. Schauen wir mal zu unserer Spargellasagne. Oh, die duftet herrlich. Ja, die ist jetzt fertig. Die war jetzt, zuerst habe ich 30 Minuten eingeschaltet, dann habe ich aber noch einmal 10 Minuten nachgeschaltet. Also für ca. 40 Minuten war sie jetzt im Rohr. Das lassen wir jetzt ganz leicht auskühlen, weil wenn es so extrem heiß ist. Eine Sauce Hollandaise. Das ist aber jetzt keine selbstgemachte, sondern einfach eine fertige. Die schmeckt übrigens auch sehr gut. Wenn es schnell gehen muss, nimmt man halt einfach diese Fertigprodukte. Da ist ja nichts einzuwenden. Aber dass das Ganze ein bisschen frischer schmeckt, werden wir uns ein bisschen Zitronenabrieb hineingeben. Das schmeckt ganz fantastisch. Man kann auch total viele verschiedene Kräuter hineingeben in so eine Sauce Hollandaise. Das schmeckt ganz fantastisch. Diese Soße werden wir dann zu unserer Spargellasagne dazu servieren. Ja, vielleicht hat euch dieses tolle Spargelrezept gefallen, dann probiert es aus, macht es noch, solange noch Spargelzeit ist. Bis zum nächsten Mal.